Hallo und herzlich willkommen zurück bei My Time at Sandrock. Ja, wir haben eine neue Hauptstory-Mission, ne? Ein kleiner Schritt für Sandrocker. Schön und gut. Wir haben auch 2 Aufträge aus Sandrock fertig, ne? Auch schön und gut. Gehen wir erstmal außer Haus. Wir schauen mal, ob da jemand ist oder nicht. Wenn nicht, dann, ja. Mal schauen. Erstmal gucken. Oh. Howdy there. Heard you had a pretty crazy time in the shipwreck ruins. Wasn't too tough for you, was it? Mhm. Nein, kein Ding. Kein Ding. Dang. You're tougher than the sand and rocks around here, huh? Wish I could have seen what that caretaker bot was like before you took it down. Oh, okay. Well, we did an initial check. There are still some old world AIs roaming around. But the poison gas you ran into seems to have dissipated. Oh, scheint sich aufgelöst zu haben. Na, da freue ich mich doch. So, we're thinking of opening it up as a hazardous ruin. Let people dive around. See what it's got in store. Ah, gefährliche Ruine. Sehr gut, dankeschön. For that to happen, we'll need a ladder to get in. I can tell you right now, we ain't throwing anyone else in. That was clearly against regulation. Zeke, man. Oh. We'll also need to fix the 2 doors that you builders and the mayor used to enter and exit the place. So, what do you say? You in? Ja, natürlich bin ich dabei. Gerne. I was going to have Ryan do the ladder, but you know him. I ain't going to get anything back until a couple of seasons later because this is extra work. Okay. So, I turn to you. Once you have the recipe, I think you're supposed to build it on your work table. Install it outside the shipwreck ruins after you're done. You know the drill by now, right? Ja, klar weiß ich das, wie es geht. Kein Ding. As for the doors, just bring some materials. I'm sure you can do your thing on site. Ja, kann ich selbst machen. Anyway, Genau. thanks a bunch. It's nice to be able to depend on someone reliable. Ja, kein Problem. Ich helfe doch gerne, Justice. So, wichtig ist auch immer, ne? Schön ausreden lassen. Und das andere Wichtigste ist, erstmal hier kurz mal nach die Ernteausschau halten. Kann man schon? Nein, erst in 5 Minuten. Okay, da muss man noch ein bisschen warten. Huch. Sorry, Doppel-Escape gedrückt. So, was ich sagen wollte, ja, die Hauptquest können wir jetzt ein bisschen... Shit, können wir nicht aufschieben. Nein, wir können es nicht aufschieben. Ziviltruppenangelegenheit hat 13 Tage Zeit. Spieltage vor allen Dingen. Ja, ein bisschen aufschieben können wir. Das heißt, ich möchte gerne mal ein bisschen mit euch weiter sammeln und hier Wiederverwerter ein bisschen aufräumen, ein bisschen schick machen hier wieder, mehr einsortieren und. Also das würde ich gerne alles im Schnelldurchlauf machen mit euch. Das mit den 13 Tage haben wir Zeit, Spieltage haben wir Zeit, ist kein Problem. Das kriegen wir schnell hin. Und hier haben wir noch einen Brief. Wir schauen mal kurz rein, wer uns geschrieben hat. Von Tony. Ich habe herausgefunden, dass du es warst, der die Schuhe für die Haustiere angefertigt hat. Danke. Nee. Benötigt Stufe 40. Katzenkratzaxt. Ja, wie geil ist das denn? Boah, cool. Danke, Rebecca. Toni. Designer Rebecca. Wer ist Rebecca, bitteschön? Die kennen wir noch gar nicht, oder? Und 5000. Oh, cool. Dankeschön. Sehr gut. Von mir. Hier kommt die Bauanleitung für die Zeitkapsel, die ich entworfen habe. Wenn du fertig bist, bringst du sie zu mir und wir vergraben sie. Vergiss nicht, einen persönlichen Gegenstand mitzubringen, den du in Zukunft schicken willst. Die ich in der Zukunft schicken will. Ist das jetzt wichtig oder hat das noch Zeit? Mysteriöse Kiste hat noch Zeit. Gut. Ja. Gut, dann werde ich mal anfangen, Schnelldurchlauf alles zu machen. Soweit wie ich komme. Ne? Und dann hören wir uns wieder, wenn wir soweit sind, mit anderen Dingen.
Wie zum Beispiel, ja, Hauptquest weiterzumachen, ne? Also mute ich mich und mache erstmal alles im Schnelldurchlauf. Madam Catori, when you work with the Commerce Guild of Sandrock, sorry. you're working with a name you can trust. Our motto is truth, honesty, integrity, and, Ja, genau. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. what a coincidence! If it isn't the hardest working builder in Sandrock. Lovely Catori, if you please, allow my subordinate to make your acquaintance. Bridges, hydrogels, jerky, our star builder does it all! Yes? I believe I'm familiar. Yes. Builder and Mian were total newbies when they first came to Sandrock, but under my wing, they've flourished into old bees. Ha! Top workshop owners, known even across the free cities. No matter the size or difficulty of your project, I'm boastfully confident my brilliant builders won't bungle it. You tell them yourself, builder. Genau, besser als dieser Typ hier. Good one, builder. Yes, see, Madam Catori, us at the Commerce Guild are all thick as thieves. We like to rib each other a bit, have a little bit of playful banter. Das stimmt doch eigentlich. Der macht doch gar nichts. Der sitzt nur den ganzen Tag faul rum. You're horrible, and I hate you, and your yard is extremely ugly. Really do something about it, builder. Hä? Mach es selber. See, it's just a little thing we do. A funny bit. But on the job, we're all business, I can assure you. Of course, like I was saying, I'm familiar with the quality of their work. Happy to have them. Let's get back on topic. Yes, a true businesswoman you are. Back to the heart of the matter. And may I say, it's really an honor for our guild to receive such a striking commission from such a striking client. Glaub ihn nicht. Well, Glaub ihn nicht. the short of it is, I'm planning on expanding the Golden Goose Gaming Extravel Plaza. Right now, we only have like 2 games. Who would want to come to Sandrock just to visit a dinky shack like what I got now? Ich? Now, don't say that. Your game center is known across the land already for its, splendid, woodiness. Ja, natürlich. Yeah, it is rather, well, it's fine. But the competition out there is vicious. We can't get left behind. That's why we gotta expand, renovate, start paving the way towards the future. Genau. Oh, yes, future. You've got to have that. Let's talk specifics then. What exactly are you hoping to have built in this? Well, I'm gonna need a new storefront, a new sign, start a catalog of new games. My, what big dreams you have for your extravaplazer thing. Before I forget, perhaps we ought to first discuss one teeny tiny minor inconvenient little detail.
how exactly? Oh, yeah. Well, I figured since this was such a sure thing, I could just promise you guys a portion of the profits once they roll in. It'll be real fair for all of us, and... Aha. Oh, so, you don't have the money. Mein Gott, streck doch mal ein bisschen vor, du Geizkrank. For the project. Well, in a matter of speaking, I guess you could say I don't. Genau. Uh-huh. Goodness me! Well, I really hate to cut things short, but I really do have a lot of things on my plate right now. But don't worry, we can continue this conversation through the mail. Don't mail me, I'll mail you. I was supposed to have my reports on their way to the Free Cities Commerce Guild 10 minutes ago. Time sure does fly when you're, wasting time. Well, goodbye now. Go on, Scooch. Ich kann doch übernehmen. But I'll earnestly await your correspondence, Commissioner Yan. Goodbye. Oh mein Gott. All right. Fun's over. You can get back to your workshop now, newbie. Oh, and pick up... No! If you learn one thing from me, newbie, learn this. Never, and I mean never, take a job if you don't know where the money's coming from. I'll pay you after I succeed and you do all the work. Hab die Money so pissig, du Geizkrank. Helfe I needed a gefälligst. good laugh. Well, what are you still doing here? I said the show's over. Get back to work. Go! Mein Gott. Bist du ein Bob? Helft doch der Frau, ihren Traum zu verwirklichen. Wie blöd bist du? So, das hier brauchen wir. Genau. So. Irgendwas anderes bin ich auch nicht hier. Nö. Das würde ich ja auch nicht nehmen. Kann ich überhaupt noch einmal... Ach, heute ist wieder ein neuer Tag, oder? Nee, eigentlich nicht. Gusseisenstange, bla bla bla. Später. Erstmal müssen wir... Hey, wait up! Oh, was denn nu? Ich wollte ja nicht weiter vorspulen. Verdammt! Was willst du, Catori? Brauchst du Hilfe? Hey, so it looks like your boss isn't too keen on helping me out, but I just can't get this idea out of my head. This game center upgrade is just the first step in a long line of ideas I've got, the culmination of which will result in... Brauchst du Hilfe? Ich helfe dir gerne. Komm. Catori World! Ja, los, erzähl schon. Catori World, your one-stop shop for everything entertainment. Game center, museum, maybe we can even get a ride or something. Ja, okay, weiter. But I'll never arrive at my dream destination if I can't even take the first step. Come on, I saw your expression at the meeting. You've gotta be at least a little bit interested. Klingt gut, aber wie willst du das alles? Ein bisschen was? Narzisstisch? Nein. Extra war Platzer oder so. Klingt, als könnte es funktionieren. Aha! I had a feeling you'd have the right idea. Genau. Great minds think alike, as they say. Yep. Plus, just listen to it. Really rolls off the tongue. Catori World. Ja. Catori World. Ja, es reicht, wenn du das einmal sagst, ne? What I need now is people who believe in me. People who believe in me and also have money. I'm having a meeting to share my plans with some potential investors. Ich kann dir finanziell ein bisschen unterstützen, wenn du möchtest. Und du zahlst dann später. If I secure the funding, I'll plow forward with Catori World. Then, once the profits start rolling in, everyone who invested will get their money back and then some. So, yeah. Would you be willing to come to my investor meeting? Kannst auf mich zählen. Alles That's gut. great to hear. Having you there will have me twice as confident. Genau. Well, I've gone on too long already. 2 p.m. tomorrow. My office. 14 The Uhr. first ever Catori World Okay. Investor Meeting. Okay. Come on, you gotta make it. Okay.
I'd better get back to the drawing board. Can still make a few last-minute touch-ups. Hope to catch you tomorrow. Natürlich sehen wir uns morgen. Gut. Tschüss. Mach's gut. Wir werden sie helfen, natürlich. So, dann mache ich mal jetzt diesen Auftrag noch fertig. Spule ich mal wieder vor. So, Ziviltruppenangelegenheiten werden wir mal jetzt mal machen. Wo müssen wir denn da hin? Oh, dahin beim Känguru. Ach du Schüttel. Okay, dann beeilen wir uns mal, dass wir da hinkommen. Und bauen diese Eisenleiter auf. Und ich glaube, so eine Art Bushaltestelle müssen wir auch in der Nähe bauen. Da, wo dieses komische Schiffchen ist. Versunken. Könnt ihr sagen, was da wollte? Sieht aus wie so ein Riesen-U-Boot. Oder ein fliegendes Flugzeuggerät. Ah, hier liegt auch Plastik rum. Aha. Ja, 14 Uhr noch Gespräch machen. Ja, Moment. Ich muss hier noch schnell was machen. Ich hoffe, ich würde nicht sauer, wenn ich zu spät bin. So, ist mal hier hoch und da rein. Ja, komm. Hoch da. So, und hier soll ich es aufbauen. Okay, dann bauen wir mal. Genau, die Leiter ist da. Well, dang. You got this ladder done before the yak bells came home. Thanks. Ja, bitteschön. Ready to go in and fix the doors as well? I hope you brought some weapons. Ich bin Since it's still pretty dangerous inside. Ich bin aber noch nicht so weit. Oh, okay. Lass uns gehen. Ich warte hier auf once dich. you're ready. Okay, danke schön. Du wartest ja auf mich. Das ist schon Justice. Sprich mit Justice. Ja, machen wir dann, wenn wir 14 Uhr das Gesprächstermin fertig haben. Muss ich erst mal gucken. Wo ist die Aufgabe? Hier? Das? Nee. Hä? Okay. Das ist ohne Aufgabe. Okay. Justice. Wir melden uns später. Erstmal Musik. Dahin, wo mich der andere Weg verschlägt. So, wo muss ich überhaupt hin? Mordeimer? Nein. Ach nee, habe ich schon wieder Briefe von. Lieferdienst? Nein. Wo war denn das nochmal? Oh Mann, meine Stimme. Einen Moment kurz. Ja, wird nicht besser. Egal. Hä? Wo war die nochmal? Na super. Ich bin ja sehr schlau, wa? Bin ja sowas von nicht schlau. Schiffswrackruine. Das meinte ich. Genau, Jagdmeerstation. Da brauchen wir nämlich dann kein Reittier nehmen. Wo war die Frau? Also, wo ist ihr Laden? Muss erstmal hinreiten, durch die Gegend gucken, wo die Frau ist. Ich habe ihr Laden noch nie gesehen. Müsste Spielhalle sein.
Also so Art Spielhalle, nur halt schäbig, glaube ich zumindest. Ach, da oben ist eine Seilbahn. Ach so. Interessant. Ja, Seilbahn, schön und gut, aber da wollen wir nicht hin. Wir wollen ja hier zu ihr hin. Und ich habe keine Ahnung, wo ihr komischer Buchladen ist. Hilfs-Sheriff Captain, was? Ach, das ist doch hier der komische Kater da. So, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo hier ihr komischer Laden sein soll. Das weiß ich echt nicht. Sie hat auch nicht gesagt, wo. Aber wir treffen uns. Mhm. Gibt es hier wenigstens irgendwo einen Hinweis dafür? Beziehungen hier zum Beispiel. Ist sie hier irgendwo drin? Ja, Kategorie. Ja. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo sie wohnt, wäre toll. Kalender nicht, Karte. Das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man nicht weiß, wo man hin muss. Spielezentrum, da oben. Ah. Aber es hat nicht sofort angezeigt. Kleine Verspätung. Sorry. Spielzentrum, ich komme. Hier? Jo. Hey. Da bin ich. Plaudern. Was? Okay, dann komme ich erstmal rein. Hier drinnen soll es sein. Spielzentrum, die ist draußen. Ich weiß nicht warum. Good. Aber hier Welcome, geht's los. everyone. So. It seems we're all here, so let's begin. First of all, welcome. You may all know me as Catori, the lady who purchased up the Golden Goose just after the peak of its success. But today, with just 15 minutes of your time, I will present to you an idea that could change your life. Behold, Catori World, a vast and unabridged cavalcade of merriment and amusement, an unparalleled brand of entertainment. As we all know, Sandrock was once a beacon of prosperity in the ocean of a desert that is the Eufaula. Of course, at that time, we were in the rather favorable position of middlemen. So to speak, tens of thousands of people would transfer through Sandrock, and the Golden Goose was a favorite stop along the way for young and old. These days, however, well, I don't think it would be an understatement to say that this town could do with some revitalization. And so, enter Catori World to chase the clouds away and bring prosperity to Sandrock once more. How will I do it, you might ask? I will carry out the construction of a multi-dimensional, sensational, and all-around recreational set of entertainment facilities, including, but not limited to, a new and improved game center, larger museum, and one day, a theme park. Before long, tourists will once again flock to Sandrock to view and partake of the exuberance that is the largest and most beautiful spot for entertainment in the Free Cities, Catori World. Help make my dream, our dream, come true. Help make Catori World a reality. Any questions? Fragen, ja, was muss ich tun? Was habe ich davon? Sandrock fällt auseinander. Wir sollten zuerst unsere Stadt aufbauen. Habe genug gehört? Ja, ich bin dabei. Was muss ich tun? Genau, das war die korrekte Frage. Both you and Nian can invest through labor, provide construction services for my amusement and other facilities for the park, then I grant you a larger percentage of the profits. Builder work is essential to make this all happen. Yep.
Ja, ich bin dabei, würde ich sagen. Die anderen Fragen stelle ich lieber nicht. Wonderful! That is great to hear. With such an esteemed builder backing the project, I think it's hard not to have faith. Questions? Anyone else? Wow. Aha. It all does sound like a lot of fun, but, well, I've been spending all my spare time at the moisture farm since we made that big discovery. I don't know if I can commit to something so big. But don't worry, you've already got the best. Was? Du würdest dich nicht daran beteiligen? Schäm dich. Of course. Can't have a foot in two boats. I wish you well on your endeavors. What about you, Mr. Owen? Thoughts, questions, concerns? This plan. It's a pie in the sky, but as long as it might help Sandrock, I'm interested. And we'll be happy to get involved with the startup process. We can talk more once we really start seeing more tourists in town. Mr. Owen, thank you very much. I can't say that I'm particularly impressed by your key performance indicators. Furthermore, I don't think there's much room for your market to scale up, given the potential demographics you have access to. For that reason, I'm out. Was? Du bist so unverschämt. Well, this ain't exactly rocket science, good doctor. Director, Yes, Director. Well, there's also no reason we couldn't work in some kind of spaceship simulator? A replica of a launch center. Some other space thingy? it appears I've sorely miscalculated the potential of this venture. You will have my aid. Wonderful of you to reconsider, Director. Now, forgive me, as I have not been paying much attention for the last 15 minutes or so. Mind was elsewhere. But I do believe I have the gist of it. And for that reason, I'm in. Elsie will appreciate this sort of rigmarole. Okay. Speaking of rigmarole, that reminds me how she needs to stop all the tomfoolery, sending in for rigmarole, and start learning how to be a proper lady. Y'all wouldn't believe how many times I've told her. Yes, Cooper. Thank you for your interest. Perhaps we'd best move on, for time's sake. Are you having fun, Jasmine? Kinda surprised you wanted me to take you to this, but, well, do you understand everything Miss Catori is saying? Of course, Uncle Hugo. I've read all about stuff like this. Catori is asking for angel investors, people who are willing to back her idea in exchange for a piece of the company. If Aunt Catori does really well, we might get back 10 times what we invest. Here, I brought 5 goals. I want to invest in Catori World. 10 to 1, huh? Maybe I'll throw in some scratch too then. Yes, well, it's like they say, one can always depend on the heart of a child to make sound business decisions. It means so much to have everyone's support, and this is definitely a more the merrier type situation. Yep. Well, I think we've heard from everyone. Here seems like as good a place as any to end it. Thank you all for coming. Here's to our success! Here's to Catori World! Yep. Alles klar. Builder, once again, thank you for your support. Kein Problem. Ich helfe doch gern. As a matter of fact, I've got something for you already. Game center renovations. A new sign, a new game, more floor space, the whole 9 yards. The expansion will just be gathering materials, but you know how it is. Heidi doesn't cut corners. She'll need stuff only experienced divers like you could track down. Once we've got the materials, she'll handle the rest, leaving the sign and new game machine. Okay. The new sign shouldn't be too much trouble, but this new game machine I got the diagram for, I'm no expert, but it looks like it's got some bells and whistles on it. But hey, nothing you can't handle, eh? That's what I like to hear. It's like Musa says in his 12 steps to success. You can only win if you believe you can win. Ja, All right, alles here gut. are the diagrams.
My hopes are that by expediting phase 1, we'll garner some attention that'll lead to some profit for all of us right away. Once things take off, I can pay you double for this job. Probably. When you've got the materials, give them to me. I'll get Heidi to handle the expansion. When she's done, just install the sign and the machine. Thanks again for believing in me, Builder. I won't let you down. Immer optimistisch bleiben, immer nach vorne gucken. Alles klar. Spielzentrum, Schild gelernt, Boxmaschine gelernt. Nice. Okay. Warum haben wir überhaupt noch diesen Ding auf? Können wir langsam mal ändern, wie auf unsere Mütze. So, dann, ja, Stahlstange, verstärktes Glas, Quarz, Hartholz, Dielen, Spielzentrum, Schild und so weiter und so fort. Das müssen wir alles noch besorgen. Haben wir Zeit dafür oder müssen wir es sofort machen? Wir haben dafür sehr viel Zeit. Sehr gut. Das muss nicht sofort gemacht werden. Auf jeden Fall morgen dann, hoch mein Pferd. Ich habe jetzt kein Kamel, ich habe ja jetzt ein Pferd. Genau. Ja, morgen machen wir dann weiter mit, sprich mit Justice to League oder irgendwie so. Nein, Quatsch, natürlich mit diesen Typen hier, Justice. Werden wir morgen auch weiter sammeln mit Vorspulung wieder und die Nebenaufträge, ja, die Gespräche werde ich da mitnehmen, gar kein Problem. Und wir haben hier noch einen Brief, den ich gerne lesen möchte. Von Qui. Was? Ich mag das wirklich. Ich hoffe, es gefällt dir auch. Was? Reliquienbeutel. Willst du mich gerade ärgern? Was soll ich mit deinem Beutel? Was kriege ich dafür? Was ist da drin? Erstmal muss ich gucken, wo das Beutelchen ist. Ja. Spielzeugsoldat. Daten des Reliquienbeutel minus. Wow. Wow. Ich habe sehr viel gewonnen davon. Nee, Quatsch. Wir müssen auch mal ein paar versteckte Gläser. Erstmal verstärkte Dingsbums machen, genau. Wir brauchen sowieso noch mehr Quarz. Versteckte Glas und so weiter und so fort. Brauchen wir hier auch noch irgendwas? Ja, Hartholzdielen können wir direkt gleich schon mal machen. Und dann habe ich noch gesehen, wir brauchen auch Eisenplatten. Kann ich auch direkt schon mal machen. Kann ich hier schon was machen? Brauche ich das? Weiß ich nicht. Muss ich später gucken. Hier brauchen wir auch noch nichts. Auftragsmäßig brauchen wir hier auch nichts. Okay, ja, dann sagen wir an der Stelle, das war's dann erstmal für diese Folge. Wenn noch nicht geschehen ist, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um keine weiteren My Time at Sandrock auf meinem Kanal mehr zu verpassen. Ich bedanke mich, dass du hier dabei warst, genauso viel Spaß hattest wie ich und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge von My Time at Sandrock. Ciao mit V, tschüss und bis morgen.